Ich möchte aber natürlich nicht, dass du Fehler nachmachst und deswegen gehe ich damit auch offen um. Er sagt auch, man sollte mit fettigen Fingern das Bauteil abwischen, sodass das nicht fest korrodiert oder mit Zinkpaste arbeiten. Guter Hinweis. Und er sagt auch, die Größe der Muttern und Schrauben ist irrelevant. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Das stimmt aber auch gleichzeitig nicht so ganz. Das ist Teil 5 der Miniserie über den Ausbau der Vibrationsdämpfer und ich gehe heute nochmal auf eure Kommentare ein, denn es gibt wohl ein, zwei Punkte in meinen Videos, die ich hätte besser machen können, beziehungsweise sogar einen Punkt, den man sogar als Fehler bezeichnen könnte. Und deswegen möchte ich da konkret nochmal drauf eingehen. Ich möchte gerne, dass du bei diesem Kanal zuschauen und lernen kannst. Ich möchte aber natürlich nicht, dass du Fehler nachmachst. Und deswegen gehe ich damit auch offen um. Hi, ich bin Christoph, der Bootsschrauber von Hafenkino Technik. Seit 7 Jahren schraube ich alles an meinen Booten selbst. Das heißt, was du siehst, habe ich mir selbst angeeignet. Das kann auch falsch sein. Und heute gehe ich genau auf so einen Punkt dann auch ein. Mit Mario und meiner Freundin segel ich seit 4 Jahren über die Meere. Darüber berichten wir wöchentlich auf hafenkino.blog. Hier ist aber Hafenkino Technik. Hier geht es nur ums Schrauben, also lass uns anfangen. Es geht konkret um den Punkt, dass ich den Mitnehmer auf die Welle eingeschliffen habe. Und dazu hat Felix geschrieben, dass das eine Presspassung ist, dass die normalerweise 1,5 Hundertstel enger gefertigt wird, die Buchse, als die Welle, damit das wirklich drauf presst. Und dass dieses Einschleifen deswegen nicht glücklich ist, weil das bringt jetzt ein Spiel in die ganze Sache rein. Und vielleicht nochmal kurz zu der Begrifflichkeit. Er hat den Mitnehmer, hat er eine Buchse genannt, die praktisch auf die Welle greift. Und auf der Welle wiederum sitzt eine Nutfeder und die wiederum sitzt in einer Nut und die Nut hat Kanten und die hat er Braue genannt. So. Und er sagt, wenn du jetzt aber das so gemacht hast, dann ist das Risiko, dass der Nutstein kippen kann. Und er sagt, man könnte oben durch den Mitnehmer oder die Buchse eine Schraube drehen, die auf diesen Nutstein oder Nutfeder drauf drückt und damit das Kippen etwas verhindern kann. Er sagt aber auch, beruflich, wenn Sie sowas angetroffen haben, dann haben sie sich immer die Zeit genommen, diese Passungen nochmal neu zu machen. Das heißt, sie haben die beiden Bauteile neu gedreht, also einmal die Welle und einmal das Passstück dazu, damit eben da kein Spiel drin ist und damit das 100% aufeinander passt. Es scheint aber so zu sein, dass, also es ist nicht glücklich, was ich gemacht habe, macht das also nicht nach, das Passstück auf die Welle einzuschleifen. Er sagte, wenn die Nutfeder kippt, dann wird wahrscheinlich nur eine Braue aufgebogen. Und das kriegt man dadurch raus, indem man die Welle mit Edding anmalt, dann das Passstück aufschiebt, wieder abzieht und dann sieht man auf der Welle, wo die Farbe weg ist. Da ist der engste Punkt und dann kann man das punktuell mit der Feile an der Stelle leicht nacharbeiten, solange bis eben die Passung an der Stelle besser passt als vorher, aber darauf zu achten, dass man es nicht zu weit treibt, weil es ist eine Presspassung. So, also das war der erste Teil. Er sagte übrigens noch was anderes, ganz Wichtiges, und zwar ging es dabei um die Abzieher. Hier ist mein Abzieher. Wenn du dir die Welle vorstellst, dann hat die am Ende normalerweise eine zentrierte Vertiefung und da greift normalerweise dieser Keil von einem Abzieher ein. Und er sagt, wenn du abziehst und viel Druck drauf kriegst, dann ist der schwierigste Punkt die Reibung hier in diesem zentralen Punkt. Und das habe ich bisher auch so erlebt, denn der Punkt ist ja, dass dieser Dorn weiter drehen will, aber irgendwann so viel Druck auf dieser Spitze ist, dass er das nicht mehr wirklich kann. Und da gibt es wohl einen Trick. Und zwar, wenn du einen richtig professionellen Abzieher hast, dann kannst du hier vorne den Kegel abdrehen. Darunter kommt eine Vertiefung zum Vorschein und die Welle hat auch eine Vertiefung. Und wenn praktisch dieses Teil auf eine Kugel, Stahlkugel, die dazwischen ist, oder eine Scheibe mit 2 Vertiefungen und 2 Stahlkugeln draufdrückt, dann hast du etwas, was sich mitdrehen kann und damit ist nicht mehr so viel Druck auf dem Abzieher drauf. So, also das Thema möglichst sparsam einschleifen, wenn überhaupt einschleifen auf eine Welle.
Ich hoffe, es hat dir bisher gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir bitte ein Abo und einen Kommentar, denn ich baue den Kanal gerade neu auf. Da ist mir deine Rückmeldung besonders wichtig. Also, lass uns weitermachen. Vielen Dank. Er sagt auch, man sollte mit fettigen Fingern das Bauteil abwischen, sodass das nicht fest korrodiert, oder mit Zinkpaste arbeiten. Guter Hinweis. Dann schrieb Andreas, dass er von der Reihenfolge so herangeht, dass er sich immer die schwierigsten Schrauben zuerst vornimmt, weil er die Hoffnung hat, wenn die erstmal gelöst sind, dass sich dann das Gesamtsystem so weit entspannt, dass die anderen Schrauben auch leichter sind. Und er sagt, für ihn ist WD-40, Bremsenreiniger, Rostlöser und natürlich Hitze ein guter Helfer. Hitze ist natürlich ein bisschen schwierig auf dem Boot. Und er sagt auch, die Größe der Muttern und Schrauben ist irrelevant. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Das stimmt aber auch gleichzeitig nicht so ganz. Also warum ist es irrelevant, aber gleichzeitig auch relevant? Ich habe euch im Teil 1 der Videoserie gezeigt, dass ich genau benannt habe, das hier ist jetzt zum Beispiel diese Schlüsselweite und so weiter. Also der erste Begriff ist der Kopf einer Schraube. Das hier, das ist die sogenannte Schlüsselweite. Also dieses Maß ist die Schlüsselweite. Und was aber jetzt das eigentlich Wichtige ist, wenn du ein Bauteil demontieren willst, gerade am Boot, wo du vielleicht hunderte von Kilometern hinfahren musst, dann schau dir vorher genau an, welche Werkzeuge brauchst du. Denn es kann nämlich auch mal passieren, hat ein Nutzer geschrieben, dass du eine Schraube hast, wo die Mutter ganz weit unten sitzt, oder einen Bolzen hast, wo die Mutter ganz weit unten sitzt, wo du jetzt zum Beispiel einen Ringschlüssel bräuchtest oder eine lange Nuss. Und das muss dir vorher klar werden. Insofern ist für euch jetzt nicht interessant, welche Nuss oder welche Schlüsselweite, haben wir ja gerade gemerkt, ich brauche. Aber es ist natürlich für dich relevant zu wissen, welches Werkzeug brauchst du. Deswegen ist es halt dann in gewisser Weise doch wieder relevant. So. Jetzt sagt Michael, gibt etwas Nachhilfe zu, wie benennt man Schrauben richtig, weil das habe ich offensichtlich, könnte ich besser machen. Und er sagt, die richtige Benennung ist also erstmal die Schlüsselweite, ist der Kopf. Und dann, wenn man die Schraube wirklich korrekt benennen will, dann würde die zum Beispiel heißen M10 mal 1 mal 60 SW14. Und das bedeutet metrische Schraube, 10 mm Durchmesser, 1 mm Steigung, 60 mm lang mit einer Schlüsselweite von 14 mm. Dann hätte man es vollständig. So. Und er hat mich nochmal darauf hingewiesen, was ich da gezeigt hatte, dass das eben logischerweise nicht der Auspufftopf war, sondern das Luftfiltergehäuse, das ist da hinten. Und er sagt auch nochmal, wie man die Wendelungen misst und daraus ableitet, welches Maß man hat. Und zwar sagt er, man soll 10 Wendelungen abmessen und dann die 10 Wendelungen messen. Und wenn das jetzt, ich sag mal 10 mm sind, durch 10 Wendelungen, dann hätte ich eine Steigung von 1 mm. Und das wäre dann zum Beispiel eine metrische Schraube mit 1 mm Steigung. Wenn jetzt irgendwas Krummes rauskommt, dann sagt er, das könnte auch Whitworth sein. Und er hat jetzt nochmal eine Tabelle mit aufgezählt und sagt, gängige Steigungen sind 0,7, 0,8, 1,0. Und dann ist es 1,25, 1,5, 1,75 und 2 mm. Und er sagt, größere Steigungen wirst du wahrscheinlich nicht an Bord haben. Das war das Thema also zu der Schlüsselweite. Und dann kam noch ein wichtiger Hinweis. Deswegen für mich auch nochmal an dich der Hinweis. Wenn du bisher Videos guckst und nicht in die Kommentare reinguckst, schau in die Kommentare rein. Das macht wirklich Sinn. Gerade hier bei meinen Videos haben wir 2, 3 Kommentatoren, die super kompetent sind. Der Martin zum Beispiel schraubt seit Jahrzehnten an Booten. Dann haben wir Felix unter anderem und Michael, die sind beide Mechaniker, die kennen sich wirklich gut aus und kommentieren auch gerne, wie wir gerade gesehen haben, an der Steigung auch. Und ja, also, ein Kommentar sagt auch, wenn du eine Knarre verwendest mit einer Nuss, dann verwende dazwischen, auch wenn du sie nicht brauchst, eine kurze Verlängerung. Und das hat einfach den Hintergrund, damit du zwischen die Hand, die da dran zieht, gerade bei einer festsitzenden Schraube, und das Bauteil darunter Platz bekommst, sodass du dir die Finger nicht blutig haust. Super Hinweis. Und es kam nochmal der Hinweis von Michael, wenn du Hitze aufbringst,
Also vorhin sagte Felix schon, dann verwende einen großen Brenner, weil du sollst das Bauteil, was sich aufweiten soll, also in dem Fall wäre das die Mutter und nicht die Schraube, dass das sich schneller ausdehnt als die Schraube. Und dazu brauchst du einen großen Brenner. Und Michael sagt nochmal, das Bauteil selber sollte sich auf 90 bis 100 Grad erhitzen. Und das kannst du sehr gut mit dieser Temperaturmesspistole. Ich blende dir die unten ein. Damit kannst du das gut überprüfen. Also die Temperaturmesspistole ist für mich auch ein ganz wichtiges Utensil. Das verwende ich ganz, ganz häufig. Findest du unten in der Beschreibung. Und wenn du gleich auf Bestellen drückst, dann habe ich auch eine kleine Provision davon. Das hilft mir natürlich weiterzumachen. Frank hatte einen netten Kommentar geschrieben. Oder ich fange mal andersrum ran. Es geht praktisch um das Umgehen mit Fehlern. Einer hat geschrieben, das ist jetzt also der Kanal für Schrauber, wo man sieht, wie man es nicht machen soll. Das kann man natürlich so sehen. Ich freue mich allerdings immer, wenn jemand Fehler macht und kommentiert, warum es ein Fehler war und wie man es besser machen kann. Und Frank schreibt dazu, sein erster Chef sagte immer, Erfahrung ist die Summe aller Fehler. Und das finde ich einen ganz tollen Spruch, den werde ich mir merken, weil das ist auch meine Herangehensweise. Dann hatte Michael nochmal genannt, dass das ein Mitnehmer ist, eine Buchse oder ein Passstück und dass man eben mit Lack eben rangehen sollte. Und Martin hat nochmal den Hinweis genannt, ich habe am Anfang die Vibrationsdämpfer ja gebraucht gekauft, die Vetus mit Stoin, und die sind mir dann wieder kaputt gegangen. Und ich habe daraufhin gesagt, die Vetus mit Stoin würde ich nicht mehr verwenden, weil die schlagartig versagen können. Das stimmt auch, weil die eine Ölblase drin haben. Und Martin sagte dann, er hätte Gummilager gehabt, die auch mal schlagartig durchgesackt sind. Das kann also auch durchaus mit Gummilagern passieren. Guter Hinweis, vielen Dank. Und Michael hat jetzt noch 2 wichtige Hinweise gegeben. Er hat gesagt, dadurch, dass ich runde Füße habe am Motor und darunter den Rahmen, würde er jetzt praktisch immer in den Tangenten, also praktisch 4 Körnerpunkte sowohl auf dem Bauteil als auch auf dem Rahmen anbringen, sodass ich den Punkt wiederfinde. Er findet aber auch diese Lösung mit diesen aufgelegten Winkelchen eine sehr gute. Und das sind so die 2 Punkte, die ich euch nochmal mitgeben wollte. Guck nochmal, ob ich noch was vergessen habe. Ja, also ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Jetzt würde mich von dir interessieren, wie fandest du das Format dieses Videos? Macht das Sinn, sowas nochmal aufzugreifen? Ich finde es toll, weil zum einen wir eben in Austausch gehen können zu den Kommentaren, was da überhaupt kam. Der eine oder andere kann nochmal was lernen, also ich auch, ihr bestimmt auch, der eine oder andere von euch. Ich freue mich immer, wenn ich von alten Hasen lernen kann. Und deswegen war mir das jetzt wichtig, das nochmal weiterzugeben. Damit sind wir am Ende von dieser Motorserie zum Austausch der Vibrationsdämpfer. Das war Teil 5. Nächstes Mal geht es weiter mit meinem größten Schrauberfehler und wie bin ich eigentlich hierher gekommen, jetzt 7 Jahre später. Und ich hoffe, dass du nächstes Mal wieder dabei bist. Hinterlass mir jetzt bitte erstmal deinen Kommentar, dein Abo und dein Like. Ich baue den Kanal neu auf, da ist mir dein Hinweis und ja, deine Mitarbeit auch sehr, sehr wichtig. Wenn du mich weiter unterstützen willst, kannst du auch in der Beschreibung von diesem Video gucken. Da gibt es auch Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Wir wollen das natürlich noch länger weitermachen. Wir wollen, dass ihr weiterhin was davon habt und wir wollen gerne weiter Videos machen. Also, vielen Dank bis hierher. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder da bist. Und das war Christoph, dein Bootsschrauber. Bis zum nächsten Mal und ciao.